Hallo und Konnichiwa aus Kulmbach von der Bierwoche. Es sind 18 Grad Celsius und es ist Dienstag und wir schauen uns mal hier auf der Bierwoche etwas um. In Deutschland gibt es über 1500 Brauereien, in denen über 5000 verschiedene Biere hergestellt werden. Allein in Oberfranken sind es über 260 Brauereien, hunderte Biergärten und Bierkeller. Im Kulmbacher Land existieren heute insgesamt noch 8 Brauereien. Die erste Kulmbacher Bierwoche fand 1939 statt. Veranstaltet wurde sie zunächst vom Kulmbacher Verkehrsverband, der mit dieser Aktion für die Stadt und ihre Ernährungsschaften im Bereich der Nahrungsmittelindustrie wie Bier und Wurstwaren werben wollte. Bier ist eine der ältesten biotechnologisch hergestellten Produkte der Menschheit. Es war bereits seit der Antike bekannt. Archäologische Funde einer Brauerei in Israel bestätigen die Vorliebe für Bier vor mehr als 13.000 Jahren. Wann und wo das Bierbrauen genau erfunden wurde, ist nicht eindeutig nachweisbar. Die ältesten Beschreibungen stammen aus dem 4. Jahrtausend vor Christus. Homerer sahen das Bier als göttliches Getränk an, welches sie ihren Göttern opferten. Erste schriftliche Beleg über das Bier stammt aus einer in sumerischer Keilschrift geschriebenen Lieferliste aus dem Jahr 2800 vor Christus. Eine richtige Bierkultur entstand dann im 2. Jahrtausend vor Christus bei den Babyloniern, denen die Braukunst von den Sumerern übertragen wurde. Die Babylonier brauten bereits bis zu 70 verschiedene Sorten Bier. Diese frühen Biere waren jedoch trüb und unfiltriert. Das Bier wurde in Krügen oder Schalen angeboten. Zum Trinken wurde ein dünnes Röhrchen verwendet, um nicht die bitteren Braurückstände in den Mund zu bekommen. König Hammurabi 1686 v. Chr. stellte strenge Gesetze zur Bierherstellung und dem Verzehr von Bier auf. Bei Missachtung drohen harte Strafen, die von Ertränken über Verbrennen bis zum Ersticken reichten. Die babylonischen Brauer genossen hohes Ansehen. Sie waren wie die Brauer bei den Sumerern vom Kriegsdienst befreit. Das Bier war stark und sehr wertvoll. Wer jedoch minderwertiges Bier herstellte, wurde häufig in seinem eigenen Produkt ertränkt. In den frühen babylonischen Gesetzen wurde weiter verfügt, dass jedem Babylonier je nach sozialen Stand eine tägliche Ration Bier zustand, die von 2 bis 5 Litern reichte. Die Ägypter dagegen benutzten einen ungebackenen Brotteig zum Bierbrauen und gaben Datteln zu dem Sud, um den Geschmack zu verbessern. Bier war auch in Ägypten hoch angesehen. Es existierte sogar eine eigene Hieroglyphe für Brauer und es gab 8 verschiedene Biersorten. Sie stellten sogar transportfähiges Bier her, das sie in Krügen aus rotem Ton verschickten. Diese wurden mit Tonstöpseln verschlossen, verschnürt und versiegelt. Auch in Griechenland war Bier bekannt. Es wurde unter anderem von Aristoteles als Schlafmittel empfohlen. Die Römer dagegen schätzten das Bier weniger. Sie bevorzugten Wein, denn das gilt als Getränk der Götter. Die ältesten Zeugnisse von Bier aus Deutschland stammen aus dem oberen Maintal bei Kasendorf.
In den ehemals keltischen Gebieten in der Gegend um Kulmbach wurden Bieramphoren aus dem 8. Jahrhundert vor Christus gefunden. Es waren wohl Grabbeigaben eines vornehmen Germanen und enthielten sogar noch Spuren von Fladenbrotbier. Auch bei den Germanen war das Bier ein beliebtes Getränk. Es waren den Lebenden vorbehalten. Met war das Getränk der Toten und Wein ein göttliches Getränk. Bier war damals ein günstiges und weit verbreitetes Getränk. In den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung waren Brotbacken und Bierbrauen in unseren Gebieten Aufgaben der Frauen und wurde nicht als Handwerk betrieben. In den frühen Mittelalter entwickelte sich seit dem 5. Jahrhundert die traditionelle Braukunst, vor allem in den Klöstern oder im Haushalt zum eigenen Bedarf. Backtag und Brautag fanden meist hintereinander an derselben Feuerstelle statt. Die durch den Backvorgang freigesetzten Hefen unterstützten dann den Gärungsprozess bei der Bierherstellung. Während des gesamten Mittelalters trank man selbstgebrautes Bier zu den Mahlzeiten. Es wurde aber auch zum Kochen verwendet. Bis zum 9. Jahrhundert wurde größtenteils Hafer verbaut. Später verwendete man auch Weizen oder Gerste. Bis ins 16. Jahrhundert waren auch Biere aus Roggen verbreitet. In der Regel brauten auch im frühen Mittelalter die Frauen das Bier. Oft gehörte ein Sudkessel aus Kupfer sogar zur Mitgift. In den Dörfern Westfalens war dies sogar noch bis ins 18. Jahrhundert üblich. Nachdem die Hausfrauen frisch gebraut hatten, luden sie häufig ihre Nachbarinnen zum sogenannten Sudkränzchen ein, bei welchen es üblich war, Brot ins Bier zu brocken und es so zu essen. Aus diesem Brauch entwickelte später das bis heute bekannte Kaffeekränzchen. Um die Jahrtausendwende nahmen auch Mönche das Bierbrauen in die Hand. Auf der Suche nach einem geeigneten Getränk für die Fastenzeit perfektionierten die Mönche das Brauwesen und der Bierkonsum in den Klöstern nahm enorme Ausmaße an. Denn es war jedem Mönch erlaubt, 5 Maß Bier pro Tag zu trinken, wobei ein Maß in etwa 1 bis 2 Liter entsprach. Im Laufe der Zeit begannen die Klöster auch das selbstgebraute Bier zu verkaufen und sicherten sich so eine weitere Einnahmequelle. Aufgrund der hohen Qualität des köstlichen Bieres war es äußerst beliebt. In den aufblühenden Städten des Mittelalters dagegen wollten die Bürger nicht auf Bier verzichten oder das Bier im entfernten Kloster erwerben. Deshalb entstanden nun auch in den Städten Brauereien, welche mit der Zeit in die Handelswerkzünfte integriert wurden. Dies blieb natürlich von den jeweiligen Landesherren nicht unentdeckt, und so begannen sie, Bierabgaben und Biersteuern einzuführen, wovon die Klosterbrauereien jedoch ausgenommen waren. Nun begannen viele Landesherren, die Klosterbrauereien zu schließen, um selbst mehr Steuereinnahmen zu generieren. Zum ersten Bierfest vom 29. Juli bis 6. August 1939 kostete das Maß Bier 80 Pfennig. Bis 1950 ruhte die Bierwoche. Bei der ersten Neuauflage in der Nachkriegszeit kostete die Maß 1,50 Mark. Im Jahr 1952 fiel die Bierwoche wegen einer Kinderlähmungsepidemie aus. Das Bier wird von Beginn an in 1-Liter-Krügen ausgegeben. Die Besonderheit: Erst 1976 wurden die Tonkrüge durch Glaskrüge ersetzt.
Weil diese ein beliebtes Andenken waren, kamen immer mehr im Laufe einer Bierfestwoche abhanden oder sie gingen kaputt. Im Jahr 1993 entstand deshalb ein Schaden in Höhe von 30.000 Mark. Als Gegenmaßnahme führte die Kulmbacher Brauerei ein Krugpfand ein. Von Anfang an kommen Regierungspräsidenten und Minister zur Bierwoche. Schauspieler Gustl Bayerhammer, Radsportler Dietrich Thurau gehörten zu den Gästen. Und natürlich Kulmbachs prominentester Sohn Thomas Gottschalk, dem 1987 die Kulmbacher Stadtmedaille verliehen wird. 188 Zapfhähne sind innen und außen im Einsatz. 12.000 Festbierkrüge sind im Umlauf. 1944 Meter Stoff hängen im Bierstadelhimmel. 300 Kilogramm Senf werden zu Bratwurst und Co. verspeist. 35.000 Schritte durchschnittlich läuft jede Bedienung pro Tag. So, das war es für heute. Ich sage danke, dass ihr reingeschaut habt. Lasst gerne einige Kommentare da und über ein Abo würde ich mich auch freuen.